In den letzten Jahren habe ich Comics gezeichnet, von denen ich euch heute ein paar zeigen möchte. Inspiriert sind sie natürlich durch Erlebnisse in der Bibliothek und dann etwas übertrieben dargestellt. So zum Beispiel Dinge, die wir in Büchern finden, die von den Studierenden zurückgegeben wurden. Wie persönliche Notizen oder Büroklammern. Nein, ein Kondom habe ich noch nie in einem Buch gefunden. Studierende können bei uns auch Schließfächer mieten. Nach Ablauf der Leihfrist geben sie uns den Schlüssel zurück und wir leihen ihn dem nächsten Studierenden aus. Nun, manchmal vergessen sie, diese Schließfächer auch zu leeren. So haben wir schon allerhand Essensreste, Bücher oder Kartenspiele darin gefunden. Wenn die Studierenden ein Buch zu spät zurückbringen, haben sie allerhand abenteuerliche Erklärungen parat. Wie zum Beispiel, ich wollte die Ausleihfrist ja verlängern, aber dann habe ich es vergessen. Und da habe ich mich gefragt, sollten wir vielleicht diese Ausreden sammeln und die besten prämieren? Eine Diskussion ist jeweils, wie viele Exemplare eine Ausgabe die Bibliothek haben sollte. Da wurde diskutiert, ob man die Anzahl Bücher reduzieren könnte. Ja, kein Problem. Es können locker 6 Studierende mit einem einzelnen Buch lernen. Manchmal frage ich mich, was die Bücher nachts so machen oder am Abend und stelle mir dann vor, wie sie sich in einer Selbsthilfegruppe treffen. Wo das Buch Andropause betrübt darüber berichtet, dass es schon seit Jahren nicht mehr ausgeliehen wurde. Und sich das Biochemiebuch darüber beschwert, dass es niemand versteht. Aber vielleicht kommen die Bücher ja auch zum Schluss, dass es gar nicht an ihnen liegt, dass sie nicht ausgeliehen werden, sondern an den Leuten um sie herum. Bücher, die nicht benutzt werden, werden von uns entweder archiviert oder entsorgt. Da gehen wir jeweils nach strikten Kriterien vor, aber vielleicht wäre es auch mal ganz nett, die Bücher einfach in den Arm zu nehmen und sich zu überlegen, macht mir dieses Buch Freude? Und wenn ja, dann darf es auch stehen bleiben. Ich wurde als wissenschaftliche Bibliothekarin eingestellt. Irgendwann hat die Uni dann beschlossen, das Wort wissenschaftlich zu streichen. Jetzt bin ich nur noch Bibliothekarin. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man die Bibliothekarin auch noch streicht. Und tatsächlich habe ich nicht jeden Tag nur wissenschaftliche Aufgaben. Manchmal frage ich mich am Abend, was ich eigentlich gemacht habe so den ganzen Tag und freue mich dann, wenn ich wenigstens einem älteren Professor noch helfen konnte, ein PDF-File auszudrucken. Nebst der Arbeit verbringe ich manchmal auch Freizeit mit meinen Kolleginnen. Besonders gern mag ich Escape Rooms. Nur da muss man aufpassen, dass es in den Räumen dann keine Bücher hat, weil die Kollegen die Bücher lesen wollen und die Kolleginnen dann gleich anfangen, die auf dem Regal zu ordnen. Und darüber geht der eigentliche Zweck des Spiels ganz vergessen, nämlich aus dem Raum auszubrechen. Auch in den Ferien sieht man manchmal irgendwo eine Bibliothek angeschrieben und fragt sich dann gleich, ob man die besuchen sollte. Eine Aufgabe von uns ist, Studierenden und Forschenden die Benutzung von Datenbanken zu zeigen. Und da unterscheiden wir eben zwischen systematischer Suche und unsystematischer Suche. Nur manchmal verstehen die Studierenden trotz aller unserer Erklärungsversuche nicht, was ein Medical Subject Heading ist und wie man das in der Suche verwendet.